Anfangs war das Wetter und der Weg raus aus Gichon noch recht freundlich. Im Laufe des Tages kam uns aus mehreren Gründen immer mehr der Begriff Schrott in den Sinn. Im Stadtgebiet hofften wir immer noch, die äußerst interessante Bekanntschaft vom Abendessen des Vortages zu treffen, leider vergeblich. Ohne Kamera und ohne Aufnahmen können wir euch nur erzählen vom sehr netten Mutter-Tochter-Pilgerduo Elke und Franziska aus der Pfalz. Trotz jugendlichem Alter plant und organisiert die Tochter ihre Touren und beide sind glücklich, so unterwegs zu sein. Eine faszinierende Truppe. Aber dann vertrieben uns die ständig vorbeirauschenden Kohlelaster jede geistige Abschweifung. Bavaria. Deutsche Baviera, Spanier. Ja, ja. Avilés ist sehr sehenswert, der restliche Weg im Dauerregen weniger. Das Highlight des Abends war das schicke Hotel und das geniale Essen dort. Ich machte mich vorher noch kurz allein auf dem Weg zum Playa von San Juan de la Arena mit aufregenden Aussichten. Schon immer überraschend, wie schnell sich die Stimmung aufhellen kann. Gestern Regen und graubraune Industrieanlagen, heute Sonne und wieder herrlich grüne Natur. Und am Zielort Cadaveu ein grandioses Naturschauspiel.
Heute ist unser Ziel Cadaveu. Gestern sind wir in Soto del Barco gelandet. Wir hatten etwas Bedenken, ob die N632a die richtige Wahl ist. Aber wie ihr auch auf den Aufnahmen seht, wurden wir ganz selten von motorisierten Fahrzeugen gestört und querten etliche Male den Pilgerfußweg. Let go, rain. It's not your song to sing no more. Goodbye, blame. Weights can't lift you up, but you can find a way to drop them. Can you feel the wind? Say you do, it's how it all begins. Then comes reason, then purpose. Well, you will find your way. In the meantime, may the sun bless you with its rays. It's how we learn. It has to hurt, it has to hurt. Every single turn. Don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds when they fly across the world. Weights can't lift you up. Heute geht's nicht schneller. Kränkelt ein bisschen. Der Regen des Vortages ist mir etwas auf die Bronchien geschlagen, aber spätestens beim berauschenden Ausblick von der Einsiedelei La Regalina hoch über den Klippen Asturiens war alles vergessen. Für mich war dieses Panorama das Highlight der ganzen Reise und ist ausgiebig dokumentiert. Don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt, just has to hurt. It's how we learn. Don't be concerned. It has to hurt. Yes, every single turn. Don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. It has to hurt. Auf der vorletzten Etappe unseres Camino del Norte direkt am Meer sind wir heute etwas öfter auf kleineren Wegen auf dem Original-Fußweg unterwegs und kommen dabei in ganz kleine Ortschaften. Der Weg führt uns heute von Cadaveu nach Tapia und normalerweise ist die Route des Camino del Norte am Meer in Ribadeo zu Ende und biegt dort Richtung Südwesten und Santiago ab. Wir haben aber morgen nochmal eine Tour am Meer, und zwar weil wir nicht nur die Kirchen in den Ortschaften besichtigen wollen, sondern auch ganz besondere Kathedralen am und im Meer. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Vamos und buen camino.
Bevor es allerdings die letzten ca. 100 Kilometer Richtung Westen ging, machten wir einen sehr lohnenden Abstecher nach Norden und an den Leuchtturm von Busto. Der Ausblick dort kommt den in Cadaveo schon sehr nahe und hat uns gleich wieder zu einem längeren Aufenthalt verführt. Am Ortseingang zeigte sich Juarca noch von seiner beschaulichen Seite. Im Zentrum wartete dann aber schon am späten Vormittag das rege Treiben eines Mittelaltermarktes auf uns. Trotz aller möglicher einheimischer Kulinarik gönnten wir uns mal wieder einen süßen Pfannkuchen, der hier halt Crepe heißt. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Eres la niña perdida, el chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar, crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó. Estaba sola frente al mar. Nunca me voy a olvidar. Estaba sola frente al mar. Ein paar Tage vorher haben wir auf dem Weg nach Llanes leider die Bufones de Arenas verpasst. Gut, dass meine Franziska am Playa de Palsilla das Meer für mich atmen sah. Geranien am Wegesrand.
Bis jetzt habe ich immer geglaubt, Almwiesen sind Kuhparadiese. Das ist allerdings auch kein Fegefeuer. Eigentlich sollte Hintergrundmusik ja auch dort bleiben, wo sie hingehört. Aber der Rückblick auf unsere Reise in Nordspanien hat mich neben der herrlichen Natur auch Fan von Caro Luna werden lassen. Viva España! Aber die zwei ganz normal auf Deutsch, was sie für ein Getränk bringen, dann hat man die Französin auf Englisch geantwortet. Eine Frechheit. Was es nicht alles gibt. Der letzte Tag am Meer am Camino de Costa. Ich schaue fast ein bisschen aus wie am Camino Frances in der weiten Ebene der Meseta, aber wir sind am Meer. Immer noch, heute noch. Die 500 Meter auf dem schmalen Steg der Brücke am Fjord von Rabadeo haben wir unsere Räder lieber geschoben. So konnten wir absolut entspannt den Wechsel von Asturien nach Galizien hinter uns bringen. Und zu unserem sehnlichst erwarteten Highlight des Tages, den weltberühmten Felstürmen im Meer des Playa de las Catedrales, gab es für uns sowieso keinen anderen Weg. Übrigens ist dort der Zugang von Juli bis September auf ca. 3000 Besucher am Tag begrenzt. Man muss online kostenlose Tickets reservieren. Im Mai hatten wir aber noch freien Zugang.
fast befürchtet, dass diese Kathedralen noch das Highlight werden von der ganzen Reise. Wir haben jetzt noch nicht in Santiago, aber überwältigend kann man da wohl sagen. Es ist schön, dass wir hierher kommen durften. Buen Camino. Mitten im Meer. Du singst mit mir. Danke. Du bist so gut zu mir. Sechs Stunden später, bei Flut, käme man hier nicht mehr trockenen Fußes voran, weil der Wasserstand um ca. 4 Meter steigt. Schon ein beeindruckendes Erlebnis. Oktopus galicisch, Oktopus gegrölt. Ja. Männer fertig. Abschied vom Atlantik. Ich glaube, wir treten Lorenza nicht zu nahe, wenn an dem Tag hauptsächlich diese Bilder im Gedächtnis blieben. Hier ist dann die letzte Küstenetappe und habe ja nach Lorenza. Das Highlight war natürlich uneingeschränkt der Playa de la Catedrales. Ein gigantisches Naturerlebnis. Die Tour von Lorenza nach Villalba wird ruhiger und hoffentlich immer auf solchen ruhigen Nebenstraßen. Es geht Richtung Santiago. Wir haben zwei sehr interessante junge Menschen aus Schottland getroffen und die erzählen uns kurz über sich. Bitte. I'm Kelsey and this is Dan. Hi there. And we've been cycling the Camino del Norte from Irun and it's been very beautiful but also very hilly. Okay. Okay. Danke. Vielen Dank. It was a pleasure to meet you. It was Lovely great to to meet you meet you both and share breakfast. Yeah. Danke. Aber ganz ohne schottischen Dialekt. Sie stammt aus Neuseeland, ihre Eltern gingen wieder zurück dorthin, als sie 18 Jahre alt war. Er kommt ursprünglich aus USA und beide leben jetzt gemeinsam in Schottland. Zur Radreise auf dem Camino fuhren sie mit dem Zug nach Irun und hatten einen fixen Rückflug von Santiago im Visier. Leider haben wir die sehr netten jungen Leute auf der restlichen Strecke nicht wiedergesehen.
Wenn die Beschreibung meditativer Anstieg irgendwo zutreffend ist, dann in dem 12 Kilometer langen Tal hinter Mondonido. Absolute Stille, unterbrochen nur von 2 Hunden, die zwischen den beiden Talseiten ausgiebig Neuigkeiten austauschten. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Teils wegen fehlender Alternativen, teils aus Interesse quartierten wir uns im Parador de Villalba ein. Nobel, nobel. My love, the seasons come and they go, but I hope you know that I won't. Heute die vorletzte Etappe auf unserem Camino del Norte in Richtung Santiago de Compostela von Villalba nach Sobrado. Wieder durch grünes galizisches Hügelland. Wahrscheinlich nicht so meditativ wie die gestrige Tour von Lorenza nach Villalba, aber trotzdem wunderschön. Heute haben wir den 100 Kilometer Stein hinter uns. Und es geht zum höchsten Punkt auf 600 Meter Höhe. Vamos und buen camino. Die Daten stimmen soweit, aber die Etappe war höchst meditativ und führte uns zugleich in völlig verblüffende Natur. Lasst euch überraschen von Ginster, Heide, Feuchtbiotop und Felsriesen inmitten von purem Galizien. Direkt an der Straße, tiefenentspannt. Also, Entschuldigung. Ich bin von Genf gestartet und gehe nach Santiago, ja. Cool, in einem Stück. In einem Stück, ja. Interessant. Danke. Sehr gerne.
Und jetzt also die 10 Kilometer bis zum höchsten Punkt, die bei uns bleibende Eindrücke hinterlassen haben. He's got me looking quite beige, got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast, I need something to last and give satisfaction, no. Help me, grab his right arm. Help me, I'll take the left. Oh, help me, interrogate him. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Oh, can I be saved? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Can I be saved? I wanna catch the wave. Hey, all this fake news. Tell me, what is the use? Tell me, there's no more compassion, no. Come and find me under these layers, among these taxpayers. Diese Aufnahme ist speziell für die Irmi, da ich die letzten Touren mit ihr noch mal so gut trainiert habe. Was ist da? Der Rudi hinten, ich vorne. Das haben wir gut gemacht mit zwei. Ab in den Schatten, hat Mama gesagt. Der Steinhügel von vorhin. Höchster Punkt der Reise. Was sagst du dazu? Nicht so schlimm, wie es du gesagt hast. Du gehst jetzt auf. Also das habt ihr tatsächlich in Saint-Jean gestartet, oder? Nein, wir sind in Pamplona gestartet. Ah! Wir haben es mit dem Auto, dass wir da mit dem Auto in Pamplona stehen, Aha. von Pamplona aus über den französischen Weg, Mhm. dann bis Santiago und jetzt geht es zurück im Prinzip über den Nordweg. Perfekt. Genau. Und dann in Irun rauf nach Pamplona. Dann nehmen wir wahrscheinlich schon ab Bilbao. Zwillinge aus der Mannheimer Gegend. Genau. Gut, Respekt. Nostalgie lässt grüßen. Pulpo in Galicien ganz gut. Nicht in Sarria, sondern in Sobrado.
Die Hauptattraktion in Sobrado ist zweifellos die riesige Klosteranlage, die ständig weiter als Pilgerunterkunft umgebaut wird und die wir natürlich ausgiebig besichtigt haben. Und zum Tagesausklang besuchten wir die stimmungsvolle Abendandacht der wenigen verbliebenen Zisterzienserpadres. Den späteren Vorabend in Sobrado verbrachten wir mit dem sehr netten Iren Gary, den wir in Castro Urdiales schon kurz getroffen hatten und mit dem wir dann die meiste Zeit in Santiago auf Erkundung gingen. Weil in der Unterkunft kein Frühstück möglich war, machten wir uns schon vor 8 Uhr auf den Weg in den kühlen Morgen und die letzte Etappe nach Santiago de Compostela. Heute ist der Tag, wir dürfen in Santiago ankommen. Haben wir wunderbare 3 Wochen gehabt, haben wir durch eine super schöne Landschaft gefahren. Berge, Küstenlandschaft, alles war geboten. Wir waren mal beeindruckt. Und jetzt haben wir ein kribbeliges Gefühl, wenn wir in Santiago ankommen. Buen Camino. Aus dieser Bergwelt sind wir heruntergekommen. Während des Frühstücks in Arzua entdeckte ich diesen Fischladen, ein für unsere Augen eher ungewöhnlicher Anblick. Schon hauptsächlich aus nostalgischen Gefühlen wollten wir die letzten 40 Kilometer zu unserem Ziel auf dem identischen Weg wie 2019 auf uns wirken lassen, nur eben ohne bitterkalten Regen. Darum schwenkten wir in Arzua auf den Camino Francés ein. Wir hatten kurz versucht, ein Stück auf dem Fußweg voranzukommen, mussten aber schnell einsehen, dass wir auf der Parallelstraße besser aufgehoben waren. Entweder man vergisst innerhalb von 5 Jahren doch so viele Eindrücke,
oder es schaut bei Sonnenschein einfach alles ganz anders aus. An den Eukalyptus-Zauberwald konnten wir uns allerdings noch sehr lebhaft erinnern. Das ist aber ein Geschenk. So ein schöner Tag. Eine kleine Enttäuschung gab es am Monte Gozo. Der Hügel wird umgestaltet und sämtliche Statuen waren entfernt. Schön, dass Geri und wir uns gegenseitig bei der Ankunft filmen konnten. Der Applaus der jungen Pilger ist stellvertretend für alle, die auf dem Weg nach Santiago Großes geleistet haben. Nach einem ersten kurzen Rundgang ging es dann zum Speicherauffüllen. Ja, das ist unser Freund Gary O'Brien, den wir kennengelernt haben. Woher kommt der? Aus Irland. It's a pleasure to meet you. And you too. Had a great time spending a few days with you and travelling and catching up and helping me with my bike on the first day. Yes. So we met. Very much. We met a lot of time during the trip, and we understand wonderful. I think Bavarian and Irish people are very similar. Yes. Drink. Cool, thank you. Im Vergleich zu 2019 war nicht nur das Wetter besser, sondern auch die Kathedrale innen wieder zu besichtigen. Wir besuchten an beiden Tagen die Pilgergottesdienste und haben einmal auch den Weihrauchkessel bestaunen dürfen. Am 30. Mai, unserem Rückfahrttag, war Geri mit dem Bus in Finisterre unterwegs
und wir mussten ohne seine Stadtführerfähigkeiten auskommen. Neben den bekannten Plätzen erkundeten wir auch die Markthallen und gönnten uns zum Abschied nochmal eine Paella und eine Flasche Wein im Café Casino. Nostalgie lässt grüßen. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Lo que siento. Lo que siento, creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Wieder mal eine Reise zu Ende. Das war sie also, unsere Tour am Camino del Norte. Geht heute fast zu Ende. Wir stehen in der Nähe vom Busbahnhof in Santiago. In 2 Stunden geht es mit dem Bus wieder Richtung Irún und dann Richtung Heimat. Und darum haben wir kurz Zeit zu einem Rückblick, was uns spontan zu der Reise einfällt. Muy bien, die ganze Natur war einfach überwältigend. Gibt eigentlich nicht mehr zum Sagen. Ja, es sind ein paar Rahmenbedingungen, die man vielleicht beachten muss, was mir spontan einfällt. Wir haben Glück gehabt, dass es nicht immer so sonnig war, wie es heute zum Beispiel ist. Das hätte uns womöglich das Genick gebrochen. Ja. Es war aber so um die 15 bis 20 Grad, leicht bedeckt, hin und wieder auch mal ein bisschen Regen, war überhaupt nicht schlimm, das war optimal zum Fahren, weil das ist, man muss sich bewusst machen, dass die Tour schon herausfordernd ist. Ja, bei Hitze definitiv. Das Also stimmt. wer das Ganze vorhat, Etappen kurz halten, erstens einmal zum Durchschnaufen. In unserem Alter. Wir gehen natürlich nur von unserem Alter aus. Und auch zum Schauen. Es gibt wahnsinnig viel zum Schauen. Manche Etappen kommt man einfach nicht vorwärts, weil man wirklich überwältigt ist von der Natur, die einem rundum begleitet oder die man bestaunen darf. Ja. Der Vergleich jetzt zum Camino Frances ist natürlich genauso wieder schwierig wie jeder andere. Macht man eh nicht. Wir vergleichen nicht. Nein. Die Ankunft war jetzt für uns natürlich diesmal intensiver zu erleben, weil es sonnig war, weil wir Zeit gehabt haben, weil es nicht fast erfroren hätte. Aber natürlich das erste Mal, wenn man irgendwas schafft, Ist außergewöhnlich. ist was Außergewöhnliches. Das stimmt. Aber heute war die Messe in der Kathedrale schon sehr emotional. Ja. War schon sehr beeindruckend. Haben wir das erste Mal den Weihwasserkessel hängen sehen, aber wenn wir nicht fliegen sehen haben, Nein. aber überhaupt Aber kein es hat Problem. schon gereicht. Das hat gereicht. Wir stellen die GPS-Daten natürlich wieder ins Netz und werden es auch an einigen oder anderen Stellen
modifizieren, weil wir irgendwie zwischen ein Jahr ins Gelände gekommen sind, das wo unnötig war. Aber im Großen und Ganzen danke auch an die Unterstützer, die uns im Vorfeld schon gesagt haben, wie man am besten die Tour in Angriff nimmt. Es war eigentlich zum größten Teil der Camino de Costa. Da ist ein gewisser Unterschied zwischen Camino del Norte und Camino de Costa. Wir haben ja versucht, möglichst lange den Atlantik zu folgen. Und da haben wir natürlich auch die Highlights ein bisschen erlebt. Cadavéu, die Kathedrales, Zumaia. Also es sind wirklich einige Sachen, die man wahrscheinlich im Nachhinein erst feststellt. Mann, was haben wir da miterleben dürfen. Und es ist mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, dass man glücklich sein darf, dass man die Tour gesund und unfallfrei geschafft hat. Wir haben bestimmt wieder eine Menge Begleiter gehabt, die auf uns aufgepasst haben. Danke allen, die dabei waren und danke an euch, die ihr dieses Video verfolgt. Buen Camino. Buen Camino.